Willkommen bei Lipokati. Schön, dass du da bist. Ich habe heute was richtig Tolles mitgebracht und zwar meine Routine täglich, wo man in 5 Minuten die Schwere aus den Beinen bekommt und es wirklich jeden Tag wunderbar, egal zu welcher Tageszeit, einbauen kann. Hilfsmittel brauchst du heute keine. Es geht wirklich darum, eine Fläche zum Liegen zu haben, entweder auf dem Boden, natürlich kann man sich den Kopf ein bisschen stützen mit einem Kissen oder ganz toll kann man es auch auf dem Sofa machen, wenn man eine Kante hat, wo man die Beine ein bisschen hochlagern kann. Ja? Ich zeige beide Variationen und ja, dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und starten in die Routine, denn darauf kommt es ja an, dass wir mit Routinen mehr Leichtigkeit in unseren Alltag bringen. Und dann würde ich sagen, los geht's. Wir legen uns für die erste Übung flach auf den Boden. Ich zeige aber gerne auch gleich anschließend noch eine tolle Alternative auf dem Sofa, wo das Ganze noch viel bequemer macht. Aber fangen wir mal an im Liegen auf dem Boden, auf dem Bett. Gerne ein kleines Polsterchen hier für den Kopf. Und es ist wichtig, dass wir schön flach liegen und ein bisschen Ruhe reinbringen in den Körper und dann legen wir die Konzentration auf die Füße und machen jetzt die sogenannte Wadenpumpe. Dafür ziehen wir die Zehen zu uns her und drücken dann wieder den Fuß von uns weg. Das Wichtige ist, um das Wasser aus dem unteren Bereich, was ja durch die Schwerkraft auch alles nach unten sackt, wieder nach oben zu bringen, ist es einfach wichtig, dass wir diese Art Pumpe aktivieren, die wir haben. Die natürliche Pumpe von der Lymphe, um den Lymphfluss anzuregen. Und das geschieht hauptsächlich unten eben auch von der Wadenmuskulatur. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir schauen, dass wir über die Wade unsere natürliche Pumpe wieder aktivieren und die Flüssigkeit nach oben transportieren. Deswegen schön langsam, ohne dass wir eine schnelle Bewegungen machen, einfach den Lymphfluss natürlich wieder über die Wade aktivieren. Gerne einfach kurz weitermachen und ich zeige eine Alternative, die ich auch besonders gern mag, wenn man ein Sofa hat zum Beispiel. Ja? Also wir können uns auch wunderbar auf das Sofa legen, vielleicht hier auch mit einem Kissen ein bisschen polstern, wenn man einfach schon die Beschwerden hat und die Waden einfach auch schmerzhaft sind durch die Wassereinlagerungen, durch die Schwellungen, dann kann man es einfach schön hier mit einem Polster einfach ein bisschen stützen und ein bisschen weicher machen, sich auch hinlegen, die Füße nach vorne. Es ist auch wunderbar, dass man hier allgemein ein bisschen in eine aufrechtere Position kommt, weil dadurch durch die Schwerkraft alles, was wir nach oben bringen und nach oben lagern können, auch viel besser dann eben abfließen kann. Ja, und der Fokus wieder auf die Füße und wir machen langsam die Bewegungen, ja, ohne dass wir da groß Stress und Hektik reinbringen. Konzentrieren uns auch auf die Füße und aktivieren so wunderbar die Wadenmuskulatur und unsere natürliche Pumpe von der Lymphe. Regen die Durchblutung an. Das kann man wunderbar eben auch abends machen nach einem langen Tag. Wir machen noch ein paar Mal gemeinsam. Und es ist halt einfach im Alter, lässt es einfach auch alles nach. Die Muskulatur und eben auch unsere Wadenpumpe natürlich auch, ja, die Wadenmuskulatur ist auch, man bewegt sich weniger, ja, man sitzt vielleicht den ganzen Tag in der Arbeit und dadurch wird da einfach nicht mehr so viel aktiviert und es kann sich halt einfach auch, die Gefäße werden ja auch schwächer im Alter und dann sammelt sich einfach auch umso mehr Flüssigkeit im unteren Teil der Beine an. Und gerade wenn man auch Lipödem oder Lymphödem hat, hat man ja sowieso da schon die Einschränkungen. Ja. So, okay. Und dann lösen wir das Ganze wieder, bringen kurz ein bisschen Beweglichkeit rein in die Füße. Die zweite Übung, die ich gerne zeigen möchte, die ich für mich wahnsinnig gerne mache, auch jeden Tag, und wirklich sehr unterschätzt wird, ist eine spezielle Atemübung. Du liegst ja noch flach auf dem Boden, das mache ich jetzt auch wieder.
Und wir haben ja gesagt, wir wollen die Gefäße unterstützen. Ja, und das wichtigste Gefäß, ja, von der Blutzirkulation her ist die Vena cava. Die liegt hier in diesem Bereich. Ja, und die Vena cava können wir über das Zwerchfell stimulieren. Das heißt auch durch unsere Atmung. Ja, das ist eine Hohlvene, die läuft also im Zwerchfell, ein kleines Loch, da läuft die Vena cava durch. Und mit der tiefen Einatmung zieht sich das ganz leicht zusammen und durch die Ausatmung öffnet sich das wieder. Und somit können wir die Gefäße mit dem Abtransport wahnsinnig gut unterstützen. Und ich möchte es euch einfach zeigen, wie ich das für mich mache. Und ich lade dich ein, jetzt einfach auch mitzumachen. Und zwar atmen wir langsam und tief durch die Nase ein. Und dann durch den Mund wieder aus und alles rauslassen. Schön langsam. Richtig flach werden. Atmen wir wieder ein durch die Nase, schön langsam. Richtig den Bauch voll machen. Und aus durch den Mund. Ganz leer werden. Das kann man gerne selber einfach 8 bis 10 Mal machen. Und was jetzt das Beste ist, ist, wenn man die erste und die zweite Übung kombiniert, wenn das für dich möglich ist. Ansonsten atmest du einfach nur weiter, ja. Und ich mache jetzt aber die Kombination mit den Zehen herziehen und die Füße nach vorne drücken und atme ein. Und durch den Mund aus. Ganz leer werden. Parallel schön die Wadenmuskulatur, die Wadenpumpe aktivieren. Atmen ein. Und durch den Mund aus. Die Übung ist ideal, gerade wenn man untertags auch Probleme hat, ja, dass man einfach die Übung entweder in Kombination macht oder die erste oder die zweite Übung separat macht. Und vor allem abends ist es wahnsinnig unterstützend. Wir merken ja am nächsten Morgen, wenn wir aufwachen, sind die Beine meistens ja schön leicht. Und wir können dafür aber noch sorgen, dass es viel besser ist, der Abtransport über die Nacht, weil da einfach wahnsinnig viel passiert, ja, über die Lymphe. Wenn wir die Übungen abends machen, nach einem langen Tag oder auch allgemein einfach als Abendroutine einbauen. Ja? Und dann noch einmal gemeinsam atmen wir ein durch die Nase und aus durch den Mund, ganz leer werden. Ich freue mich, dass du immer noch mit dabei bist und die Übungen gemeinsam hoffentlich mit mir gemacht hast und ein bisschen den Einblick in meine Routine bekommen hast, was mir wirklich gut hilft, einfach um die Beschwerden aus den Beinen ein bisschen zu lösen, ein bisschen leichter in den Alltag zu werden. Ich lade dich ein, mal auf meinem Kanal vorbeizuschauen. Ich habe viele verschiedene Routinen dort, ob das jetzt aktive Übungen sind oder leichte Übungen für zwischendurch, je nachdem, wie stark auch vielleicht deine Beschwerden sind oder deine tägliche Form. Ja, mal ist man fitter unterwegs, mal gibt es Tage, da sind wir ein bisschen geschaffter oder die Beine schwerer. Also das ist für jeden was dabei. Da lade ich dich herzlich ein. Und bedanke mich bei dir und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Lass mich gerne in die Kommentare wissen, wie es dir gefallen hat. Und dann verabschiede ich mich bei dir. Tschüss!